Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 6. Episode unseres Abenteuers Erleuchtung im Westen des Add-ons Herrscher von Atlantis Poseidon. Und in der 6. Episode gründen wir unsere letzte Kolonie, Kopan oder Ianira. Ja, und wir gründen als letzte Kolonie Ianira. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Der Name allein erfüllt die Atlantiden schon mit Ehrfurcht. In der Frühzeit von Atlantis wagten sich nur die tapfersten Helden auf diese Insel. Diese Helden erzählten Geschichten von gefährlichen Ungeheuern, furchteinflößenden Bestien, Erdbebenkatastrophen und erstaunlichen Orikalvorkommen. Auf der Purpurinsel wurde der heilige Grundstein für die Zitadelle des Poseidon gefunden und Achill selbst kam hierher, um das Orikalk abzubauen, auf das die Symphonia Ithikos geschrieben wurde. Es wird höchste Zeit, der Insel die Zivilisation zu bringen und die wilden Bestien zu zähmen. Diese Kolonie-Episode trägt den Namen Das Rote Land. Ja, und wir werden Ianira auf den Purpurinseln gründen. Die Purpurinseln sind noch aus dem Abenteuer Die Geburt von Atlantis bekannt, wie das Intro schon erwähnte. Welche Ziele haben wir? Wir müssen ein Ungeheuer niederstrecken und wir müssen in einem Jahr 64 Baren Orikal produzieren. Klingt nach nicht viel, allerdings wird die Insel noch einige Überraschungen für uns auf Lager haben. Ja, dann schauen wir uns mal direkt die Insel an, wo wir unsere Kolonie Ianira gründen werden. Obligatorisch wieder in den Pausenmodus schauen wir uns auf der Minimap bei der Übersicht uns die Karte an. Gut, wir haben hier im Norden die Küste. Wir haben hier großes Sumpfgebiet mit Wald und Felsformationen. Gehen wir mal weiter Richtung Westen, haben wir hier den Immigrationspunkt. Ja, und hier Richtung Westen geht die Küstenlinie weiter. Ein langer Küstenabschnitt, wo wir unsere maritimen Bauwerke errichten können. Okay, dann gehen wir jetzt mal Richtung Süden. Immer hier der Küstenlinie entlang haben wir hier relativ im Westen ein großes Marmorvorkommen. Ja, und hier haben wir Kupfervorkommen. Oh, das ist gut. Jetzt gehen wir wieder Richtung Süden. Haben wir hier wirklich die großen Orikalvorkommen. Wenn wir jetzt wieder Richtung Osten gehen, ja, jede Menge Orikal hier. Allerdings ist das Gelände auch sehr, sehr felsig und terrassiert. Aber die Orikalvorkommen sind schon wirklich sehr üppig. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir ein Vorkommen von schwarzem Marmor. Ja, doch sehr ergiebig hier an Rohstoffen, diese Insel. Allerdings, das Bauland ist jetzt nicht ganz so groß. Hier haben wir eine größere zusammenhängende Fläche. Und auch noch hier, das wird ganz schön sportlich werden. Was sehe ich hier noch? Wölfe haben wir hier auch noch. Okay, dann schauen wir mal direkt, was wir produzieren können. Ja, interessant. In der Landwirtschaft haben wir keine Bauoptionen. Wir können keine Nahrungsmittel produzieren und wir können auch keine Trauben oder Oliven herstellen. Ja, und Viehzucht ist auch nicht möglich. Na, wunderbar. Beginnt ja schon sehr gut hier. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Steinmetzwerkstatt, die Gießerei, die Schwarzmarmorwerkstatt und die Metallhütte. Produzieren können wir nur Skulpturen. Gut, wir haben im Vertrieb alle Bauoptionen und auch bei Gesundheit und Sicherheit. Bei Verwaltung können wir den Stadtpalast und das Steuerbüro bauen. Bei der Wissenschaft haben wir alle Baumöglichkeiten. Bei der Mythologie können wir die Laube der Athene, den Hain des Dionysus und die Säulen des Atlas errichten. Bei Militär haben wir bei den Befestigungen alle Baumöglichkeiten. Und wir können Waffenschmieden und Pferdehöfe errichten. Ja, und bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen Gott sei Dank alle Möglichkeiten. Wir können Alleen und Prachtstraßen bauen. Ja, und bei den Erholungsgebieten ist das Sortiment etwas reduziert. Bank, Vogelbad,
Muschelgarten, Delfinskulptur, Planetarium und Bäder können wir errichten. Gut, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ionira ist hier auf den Popo-Inseln und wir haben alle altbekannten Handelspartner. Wir haben die Kolonie Coelho, die uns 8 Stränge Wolle Tribut zahlen im Jahr und kauft bei uns Marmor und Orikal, verkauft uns Holz und Wolle. Kakal kauft Marmor, Wolle und Skulpturen, verkauft uns Orangen. Palanque kauft schwarzen Marmor und Olivenöl, verkauft uns Holz. Biminis zahlt uns 6 Amphoren Wein jährlich, kauft bei uns schwarzen Marmor und Olivenöl, verkauft uns Holz und Wein. Ja, unsere Heimatstadt Autoch kauft Holz und Wolle, verkauft uns Marmor und Orikal. Bei den Ozeaniden haben wir 5. Mal, kauft schwarzen Marmor und verkauft uns Seeigel. Ziljov kauft Skulpturen, verkauft uns Seeigel und Orikal. Ja, und Jem kauft Marmor und verkauft uns Seeigel und Bronze. Ampha kauft Weizen, verkauft uns Orangen, Holz und Rüstungen. Neusus kauft Holz und schwarzen Marmor, verkauft uns Orikal und Skulpturen. Atlantis kauft Bronze und Orikal und verkauft uns Olivenöl. Atium kauft Rüstung und Skulpturen, verkauft uns Weizen und Wein. Ja, und Diaprea kauft Marmor und verkauft uns Wolle und schwarzen Marmor. Wir können relativ viel verkaufen. Schwarzen Marmor, Bronze, Skulpturen und Rüstungen. Ja, und wir könnten sogar Olivenöl verkaufen, wenn wir das Heiligtum der Athene errichten. Gut, also an Exporten soll es nicht mangeln. Allerdings müssen wir natürlich Wolle einkaufen und vor allem Nahrungsmittel. Daher ist mein Plan hier in diesem länglich gezogenen Tal unser Wohngebiet aufzubauen. Wir haben dann hier die Möglichkeit, die ganzen Piere zu errichten, die wir brauchen. Geht sogar noch hier weiter. Ja, und dann werden wir hier entsprechend noch das Heiligtum für Athene bauen, um Olivenöl zu produzieren. Ja, und natürlich alle anderen Exportgüter. Gut, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Bau unseres Wohngebietes. Ja, hier ist jetzt unser Wohngebiet in diesem schmalen Tal, auch hier in der Nähe zur Küste. Ja, wir haben hier schon die Verschönerung durchgeführt und natürlich den Architekten und den Brunnen errichtet. Wir parzellieren jetzt mal hier drinnen entsprechend den Bereich aus. So. Ja, und den Pausenmodus können wir aufheben und natürlich bei Gewerbe die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch stellen. Gut, ich glaube, unsere Bürger haben es nicht so weit. Ja, das weiß ich. Da kommen sie schon. Ja, in der Zwischenzeit überlegen wir uns mal, von wem wir jetzt unsere Nahrungsmittel einkaufen. Ich würde ja jetzt tatsächlich hier Jem favorisieren, weil da können wir Marmor verkaufen, wir können die Seeigel kaufen und eventuell Bronze. So, Ziljov verkauft uns ja auch Seeigel und kauft bei uns Skulpturen. Und 5. Mal verkauft uns auch Seeigel und wir können schwarzen Marmor verkaufen. Das ist doch gar nicht schlecht. Dann werden wir mal als erstes diese 3 Piere bauen, sobald wir jetzt genügend Mitarbeiter haben. Ja, und wir haben das Ungeheuer in unserer Stadt, und jetzt muss ich mal gucken, wie das ausgesprochen wird. Ja, Echidna würde ich das jetzt aussprechen. Okay, was ist denn Echidna? Habe ich noch nie gehört. Aha, also gegen dieses Ungeheuer kann nur der Held Bellerophon helfen. Deswegen können wir die Halle jetzt hier entsprechend für ihn errichten. Ja, und es ist eine Art Klapperschlange oder Kobra. Naja, und sie bewacht hier das große Orikalvorkommen. Aha. Gut. Orikal können wir jetzt erstmal nicht abbauen, aber das war, glaube ich, abzusehen gewesen.
So, wir haben die ersten Arbeitslosen. Ja, wir bauen jetzt das Pier von Jem. Wie weit können wir das hier bauen? Ach, schade, können wir das nicht weiter ranbauen? Man muss ja ab und zu tatsächlich diese Karte drehen hier. Nee, das geht tatsächlich nicht. Doch, hier geht es. Ach, das muss man tatsächlich immer mal ausprobieren in den verschiedenen Richtungen. Hier konnten wir es jetzt wirklich näher an diese Sandbank hier bauen. Das ist interessant. So, dann können wir hier Marmor schon mal verkaufen. Den wir noch gar nicht produzieren, aber ist aber erstmal egal. So, und dann kaufen wir jetzt hier Seeigel ein. Ja, und was die Stadtkasse betrifft, da brauchen wir uns wirklich keine Gedanken zu machen. Wir haben wirklich eine große Summe mitgenommen aus der letzten Episode. 84.401 Drachmen. Also da braucht man sich wirklich keine Gedanken zu machen. So, das Silo kommt hier hin. Und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer Kolonie. So, und dann bauen wir das so rum und dann können wir hier den Architekten bauen. So, und da werden auch schon gerade die Seeigel eingekauft und das ist sehr gut. Aber wir brauchen hier, glaube ich, auch noch einen Architekten. Dann kann dann hier die Sperre hin, ja. Ja, mit den ersten Seeigel, die wir eingekauft haben, können wir natürlich auch schon direkt den Lebensmittelhändler hier aufbauen. So, und wir kriegen natürlich unsere Tribute und wir haben kein Warenlager gebaut. Der Wein ist mir eigentlich egal, aber die Wolle wäre natürlich super gewesen. Naja, gut. Dann bauen wir jetzt auf jeden Fall schon mal hier ein Warenlager für Wolle. So, dann können wir nämlich hier die Straße runterziehen. Dann haben wir nämlich hier Platz für unsere ganzen Warenlager. So, unsere Marktfrau ist schon beschäftigt und holt die Nahrungsmittel. Ja, 18 Arbeiter benötigen wir. Ja, komm, dann parzellieren wir hier diese Seite auch schon mal komplett. Weil ich möchte jetzt gleich mit der Produktion von Marmor und auch schwarzem Marmor beginnen. So, und neue Bürger strömen in unsere Stadt. Das ist gut. So, dann baue ich direkt schon hier die Bibliothek auf und wir sollten auch direkt die Klinik bauen. So, dann braucht man noch die Sperren. Ja, das sieht sehr gut aus. Gut, ja, dann fangen wir mal an. Und zwar bauen wir jetzt unsere Steinmetzwerkstätten hier auf. Da baue ich jetzt mal hier 3 und 3 für den schwarzen Marmor. Und dann bauen wir direkt die Warenlager dafür hier auf. So, schwarzer Marmor. Und normalen Marmor. So, das Lohnniveau mal schnell auf hoch. Oh ja, da kommt aber wirklich jede Menge neue Bürger. Dann baue ich jetzt schon mal das Pier von Fifth mal. Das möchte ich aber direkt hier dran bauen. Das ist echt interessant. Also normalerweise könnten wir es direkt
an das Pier von Jem bauen, dann müssen wir die Karte immer drehen, bis es tatsächlich hier so funktioniert. Sonderbar ist aber so. So, und hier können wir den schwarzen Marmor verkaufen. Das ist nicht viel, was wir hier verkaufen können, aber egal. Ja, Seeigel brauchen wir jetzt hier noch nicht einzukaufen. Und mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer Kolonie. Ja, als nächstes würde ich jetzt mit der Bronzeproduktion beginnen und auch unseren Stadtpalast. Dafür parzellieren wir jetzt hier nochmal diese Seite komplett. So, und dann haben wir auch schon Arbeitslose. Unsere Kupfervorkommen sind natürlich hier auf diesem Berg. Da müssen wir jetzt mal einen Zugang hier schaffen, weil ich würde tatsächlich dann die ganzen Gießereien hier bauen wollen. Das ist nicht ganz so weit für unsere Mitarbeiter. Ja, bauen wir das mal so. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit zu erweitern. Gießereien. Da können sie hoch, okay. Bauen wir es so. Ja. Und dann brauchen wir hier natürlich auch den Architekten mal wieder. Und vor allem brauchen wir eine Sperre. So, dann können wir hier mit dem Weg raus und können das jetzt so verbinden. Ja, das passt doch ganz gut. Kommen schon die ersten Blöcke Marmor. So, wir brauchen ein Warenlager für die Bronze. Ich glaube, wo bauen wir denn jetzt das hin? Ja, ich denke, das Warenlager könnte man natürlich hier zu den anderen Warenlager bauen. Dann ist der Weg aber ziemlich weit. Ich glaube tatsächlich, dass ich das Warenlager hier hinbaue. Da passt es noch hin. Ja. Für die Bronze. So, und dann passt doch hier, glaube ich, noch eine Gießerei hin, oder? Wunderbar. So, nach hierhin können wir das noch erweitern. Das passt. Ja, Nahrungsmittel haben wir jetzt mehr als genug. Coelho kauft bei uns Marmor und wir können das Holz und die Wolle dort kaufen. Das ist gut. Und wir kriegen ja auch die Wolle als Tribut. Dann baue ich jetzt noch das Pier von Coelho. Ja, das passt natürlich hier wunderbar so hin. Ich bin der starke und mächtige Atlas. Ja, Atlas, aber ich denke, für dich brauchen wir jetzt tatsächlich kein Heiligtum zu bauen und wir brauchen Mitarbeiter. Warum? Was ist hier los? Wasser. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass wir mit dem Brunnen nicht auskommen hier. Ja, komm, bauen wir hier noch einen Brunnen hin oder hier? Bauen wir ihn hier hin. So, und da gehen auch die Wasserträger jetzt vom zweiten Brunnen. Gut, ja, das war mir schon klar gewesen, dass der eine Brunnen, glaube ich, nicht ausreicht. Gut, jetzt verkaufen wir Marmor und auch schwarzen Marmor. Und wir produzieren Bronze, jede Menge. Können wir denn schon entsprechend Skulpturen herstellen? Ne, noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, und wir kriegen ja noch von Autoch Marmor geschenkt. Und zwar 48 Marmorplatten. Später, weil so viele Warenlager habe ich nicht frei.
Und auch das Olivenöl müssen wir später annehmen. Ui, da müssen wir jetzt mal eben schnell noch hier das Warenlager für Olivenöl annehmen. Und ich brauche noch ein Warenlager für Marmor. Sehr schön. Ja, dann könnten wir schon das Heiligtum für Athene errichten. Das gefällt mir. Dafür brauchen wir aber jetzt auch Skulpturen. Deswegen baue ich doch direkt 2 Bildhauerateliers hier auf. So. Das können wir hier verlängern. Dann machen wir das so. 1, 2, 1, 2. Na, das müssen wir so bauen. Damit hier auch entsprechend noch Gewerbestätten gebaut werden können. Das gleiche machen wir natürlich hier auch. So, dann kann die Sperre hier hin. So, jetzt können wir den Marmor annehmen. Wunderbar. Und auch das Olivenöl. So, und jetzt muss auch hier eine Sperre hin. Damit wir hier nicht böse Überraschungen haben. Aber wir könnten allerdings auch noch hier einen Architekten bauen. So, und da wandern sie wieder ein. Jede Menge Bürger. Ja, das Heiligtum für Athene passt, glaube ich, hier noch hin. Ja, so gerade, ne? Oder so. Ja, so, verkehrt rum. Nochmal drehen. Jetzt passt es. Gut. So, dann brauchen wir die Kunsthandwerkergilden. Brauchen wir 2 Stück hier hin. Und dann kann losgelegt werden mit dem Bau. So, Biminis zahlt wieder den Wein, aber damit kann ich nichts anfangen. Aber die Wolle nehmen wir an. Sehr schön. So, den Marmor verkaufe ich aber jetzt mal nicht. Den möchte ich doch jetzt für mein Heiligtum nutzen. So, wir könnten auch ein bisschen Bronze verkaufen. Wer kauft denn nochmal Bronze bei uns? Ja, Atlantis würde Bronze kaufen. Allerdings nutze ich die, glaube ich, eher doch für Waffen und Skulpturen. Okay. Ja, Biminis kauft ja auch noch schwarzen Marmor. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das auch noch hier rüberrücken können. Ja, da seht ihr es, da funktioniert es wieder. Sehr interessant. So, dann können wir auch hier schwarzen Marmor verkaufen. Ich glaube, tendenziell können wir mehr schwarzen Marmor verkaufen als Marmor. Wir brauchen allerdings jede Menge Mitarbeiter. Dann brauchen wir natürlich jetzt hier den Wollhändler auf der Agora. So, und mittlerweile sollten wir allerdings auch gucken, ob die Nahrungsmittel passen. Ja, reicht aber. So, wir brauchen noch ein Lagerhaus für die Skulpturen. Können hier angenommen werden. Ja, und wieder jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt einwandern. Und mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Kolonie. Das geht hier rasend schnell. So, jetzt möchte ich allerdings auch, wo wir so viele Menschen in unsere Stadt einwandern, meinen Stadtpalast bauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier noch hinbekommen vom Platz.
Ja, wir könnten ihn hier hinbauen. Mit einer entsprechenden Verschönerung müsste das gehen, ne? Ja. So, dann gehen wir hier nämlich hoch. So, und dann können wir das hier so schließen. Und hier die Straße füllen wir nämlich hoch. Das Leben muss nicht unerfreulich sein. Wer mich verehrt, der wird das schnell feststellen. Ja, Dionysos, das wissen wir. Aber mit Wein können wir hier irgendwie nicht viel anfangen. Deswegen bauen wir auch kein Heiligtum für dich. So, diese Straße führen wir hier weiter hoch, um später hier unser Orikalvorkommen zu erschließen. Jetzt kann ja aber erstmal eine Sperre hin. So, und dann können wir jetzt auch die Heldenhalle bauen. Die baue ich ja gerne immer hier hin. So, was brauchen wir nochmal für unseren Helden Bellerophon? 15 Pferde in der Stadt, hervorragende Steuererfassung in der ganzen Stadt. Die Schatzkasse muss mindestens 10.000 Drachmen besitzen. Wir brauchen 24 Baren Orchikal und 24 Amphoren Wein. Oh, okay, gut. Den Wein sollten wir jetzt doch mal annehmen wieder von Biminis. Da bauen wir nochmal hier ein Warenlager. Das kann jetzt den Wein annehmen. Okay. So, wir gucken noch mal eben kurz nach den Gefahren. Ja, da ist die Sperre natürlich jetzt falsch gesetzt hier. Du musst jetzt hier hin. Oh, ein Erdbeben. Wo haben wir ein Erdbeben? Okay, hier bei unseren Schwarzmarmorvorkommen. Ja, und hier ist unsere Stadt. Ja, ich hoffe mal, dass das nicht zu weit geht hier. Okay, ja, das war es schon gewesen. Das war ja jetzt nicht so viel. Ja, ich würde sagen, wir müssen hier definitiv noch einen Architekten errichten. Ja, bauen wir hier einen hin. Oder hier. Oh, wir machen das so. Weil wir müssen ja nachher noch hier unsere Landarbeiterlager und die Olivenpressen bauen. So, wir brauchen Holz, definitiv, hier für unser Heiligtum. Wir können bei Biminis das Holz einkaufen, 12 Einheiten, wir brauchen aber 16 Einheiten, okay. Dann kaufen wir nochmal hier bei Coelho 6 Einheiten. So, Arbeitsmarkt. Ja, das Lohnniveau ist auf hoch. Das setzen wir jetzt mal runter. Dann könnten wir noch eine Schwarzmarmorwerkstatt bauen. So, reichen denn jetzt die Nahrungsmittel, wenn wir die einkaufen? Zu wenig, habe ich mir fast gedacht. Dann kaufen wir jetzt hier bei 5 Mal noch Seeigel ein. Ja, 36 Einheiten im Jahr können wir einkaufen. Damit sollten wir auskommen. Ja, jetzt brauchen wir unser Holz. Und wir brauchen vor allem einen Steuereintreiber, stelle ich gerade fest. Nicht nur für die Steuern, sondern auch für unseren Helden. Ja,
das ist uns klar. Gott sei Dank, das Holz wird eingekauft. So, das reicht auch für unser Heiligtum. Können wir den Verkauf sofort wieder stoppen. Ja, und wir müssen definitiv unser Wohngebiet weiterentwickeln. Wir brauchen jetzt entsprechend natürlich Wissenschaft. Wir fangen wieder mit dem Labor an und der Erfinderwerkstatt. Die kann hier hin oder hier. Bauen sie hier hin. So, und das Labor kommt hier hin. So, und hier haben wir noch Platz für das Observatorium, damit wir unsere Wohngebäude auch maximal entwickeln können. Ja, dafür müssen wir das Lohnniveau aber nochmal auf hoch stellen. Ja, und das Tempelgebäude ist schon fertiggestellt. Wir sehen, wie die ersten Skulpturen zu unserem Heiligtum gebracht werden. Und wir haben wieder mal Lava. Wo haben wir das jetzt? Okay, hier, wo das Erdbeben war. Ich hoffe, dass es nicht zu weit geht. Oh, da war es gerade ein Elefant im Lavastrom verschwunden. Wie unangenehm. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier meine Stadt beeinflusst wird. Das Leben muss nicht unerfreulich sein. Wer mich verehrt, der wird das schnell feststellen. Ja, Dionysus, wenn du was gegen Lava machen kannst, dann bitte. Ansonsten brauchen wir dich jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, es wird nicht weiter wandern. Ne, die Farbe hat sich schon verändert. Ja, da haben wir jetzt Glück gehabt. Gut, und dann kommen auch schon wieder unsere Mitarbeiter aus den Schwarzmarmorwerkstätten. Die können jetzt über das erkaltete Lava gehen. Ja, das geht. So, wir haben wieder unsere Tribute, die nehmen wir an. Sehr schön. So, das ist auch gut. Jede Menge neue Bürger. Ja, momentan läuft es richtig gut hier. Das gefällt mir sehr gut. Oh, was ist hier los? Keine Wolle mehr, ne? Ja. Ja, wir haben vergessen, Wolle einzukaufen. Aber da ist schon unser Hausierer. Mit den Tributen kommen wir hier nicht aus. Wir kaufen bei Coelho mal ganz schnell die Wolle ein. So, und dieses Warenlager kann die Wolle fordern. Das habe ich vergessen, aber wir haben ja jetzt wieder Wolle. Sollte sich jetzt wieder regenerieren. Da sehen wir schon, die einen wandern aus, die anderen wandern ein. Ja, und hier die zwei großen Statuen von Athene werden jetzt gerade fertiggestellt. Wir haben ja alles hier sehr nah beieinander. Das klappt ja doch ganz gut und schnell. So, die zwei Statuen sind jetzt auch schon beim Heiligtum angekommen. Fehlen nur noch die 4 Ladungen Marmor. Gut, dann können wir jetzt Marmor auch wieder verkaufen. Ja, und vor allem können wir jetzt auch Skulpturen verkaufen. Ja, wer kaufte nochmal Skulpturen? Ich glaube, Fifth Mal, nein. Ach, das habe ich glaube ich noch gar nicht gebaut. Nein. Ziljuf kauft nämlich Skulpturen. Okay, dann bauen wir das Pier von
Xiljuv. Das müsste eigentlich auf der da dran. Nämlich so. So, ja, die Sperre müssen wir auch wieder versetzen. So, hier können wir jetzt die Skulpturen verkaufen. Wunderbar, wir können das Aurikal auch schon kaufen. So, wie viel brauchen wir nochmal? 24, okay. Dieses Warenlager für die Skulpturen nimmt jetzt Aurikal auch an. 24 brauchen wir nur. Marmor brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Gut, das Heiligtum für Athene ist fertiggestellt. Wunderbar. Wir reißen die Kunsthandwerkergilden ab und errichten jetzt nämlich unsere 2 Landarbeiterlager. Oh, schon wieder ein Erdbeben. Aha, diesmal bei unserem Marmorvorkommen hier. Naja, das sollte uns jetzt nicht unbedingt so stören. So, dann noch das 2. Landarbeiterlager. Ein bisschen Verschönerung können wir aber hier machen, oder? Wir dürfen nur aufpassen, dass wir nicht den Zugang zu unserem Marmorvorkommen zubauen. Deswegen baue ich jetzt hier nur Parkanlagen. Irgendwie sehe ich hier keinen an unserem Marmorvorkommen. Vielleicht baue ich doch keine Parkanlagen hier. Oder wir bauen eine Straße. Das können wir natürlich auch machen. So. Dann gehen wir hier so rum. Müssen nur hier die Sperren setzen. Ne? So, da müssten aber jetzt unsere Steinmetze zu dem Marmorvorkommen kommen. Gut, ich baue noch eine Steinmetzwerkstatt. So, und wir könnten ja auch Waffen verkaufen. Artium kauft nämlich Waffen, dann könnten wir auch noch Wein dort kaufen. Dann bauen wir noch 2 Waffenschmieden. Ja, wir haben nämlich hier jede Menge Bronze. So, und da sehe ich auch einen Mitarbeiter von den Steinmetzwerkstätten auf dem Weg zu seinem Marmorvorkommen. Okay, das funktioniert. Wir brauchen noch das Pier von Artium. Ja, das passt jetzt mal richtig hier dran. Und dann können die Straße hier auch weiterführen. Ne? Dann bauen wir das so nämlich. Das Leben muss nicht unerfreulich sein. Wer mich verehrt, der wird das schnell feststellen. So, wir haben das Aurikal auch schon teilweise in unserem Warenlager. Was wir allerdings brauchen, ist natürlich Pferdehöfe. Das ist immer sehr nervig, aber ich muss jetzt erstmal auch dafür sorgen, dass wir unsere Olivenpressen bauen. Verklickt. Ja, das weiß ich. Ja, 4 Stück müssten reichen. So, und ihr braucht jetzt auch Olivenöl. Okay, dann nächste Entwicklung starten. Und dann machen wir hier noch die Verschönerungen. Also diese Muschelgärten sehen immer aus wie eine Raketenabschussbasis. Das muss man wirklich sagen. Nicht gerade schön, aber sofern die Attraktivität steigt, ist das ja alles in Ordnung. So. Olivenöl wird gekauft, bzw. wird vom Händler geholt.
Ja, Nahrungsmittel haben wir mehr als genug. Mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ja, sehr gut, da geht die Entwicklung weiter. Was brauchen wir denn noch? 37, naja gut. So, dieses Silo nimmt jetzt nur tatsächlich die Seeigel auf, weil wir ja gleich Weizen importieren müssen für unsere Pferdehöfe. Die Pferdehöfe baue ich jetzt als nächstes, da brauchen wir 3 Stück. So, bei Azio müssen wir aber noch einstellen, dass wir Rüstungen verkaufen. Oh, Skulpturen können wir ja auch noch verkaufen. Rüstungen 6, Skulpturen 4. Ja, wir könnten noch tatsächlich Skulpturenwerkstätten bauen. Dann brauchen wir, glaube ich, aber noch ein bisschen was an Gießereien. Gut, aber ich würde das jetzt erstmal so lassen. Wir verkaufen ja eigentlich schon recht gut hier. Gut, die Pferdehöfe können wir hier hinbauen. Dann können wir den Wald hier wegnehmen. Die reise ich auch wieder ab, sobald unser Held da ist, weil die brauchen wir tatsächlich nur, um unseren Held zu rufen. Die Arbeitskräfte brauche ich nämlich dann später noch für meine ganzen Metallhütten. So. Ja, unsere erste Forderung. Atlantis braucht Orikal. 7 Barren. Okay, ja, können wir losschicken, bitteschön. Dann Pferdehöfe. Da kann hier einer hin. So, Tribute können wir auch wieder annehmen. Wolle können wir jetzt nicht mehr annehmen. Da haben wir jetzt mehr eingekauft. So, okay. Na, das geht jetzt im Moment jetzt nicht. Jetzt geht es. Okay, ja, da geht der Architekt entlang, das reicht. Ja, und Athene segnet schon wieder fleißig unsere Olivenpressen, wunderbar. Ja, und ich überlege gerade, ob es nicht sinnvoller wäre, die Bildhauerateliers hier hinzubauen. Das denke ich mir ist besser, ne? Dann würde ich jetzt das hier abreißen schon mal. Ja, und ein bisschen Olivenöl könnten wir eigentlich auch verkaufen, wenn wir jetzt so viel hier produzieren. Aber wir müssen jetzt erstmal Weizen einkaufen für unsere Pferdehöfe. Ja, und ich bin immer noch der Meinung, wir könnten noch weiter schwarzen Marmor und auch normalen Marmor abbauen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall den 3. Pferdehof. So, und dann kann hier noch ein Architekt hin. Den wollte ich sowieso bauen. Und die Sperre setzen wir dann hier hin. Beziehungsweise ist ja Blödsinn, was ich gebaut habe. Dann kann ich noch hier hinbauen, oder? So, ja, das sieht schon ganz gut aus für unseren Helden. Ja, die Pferde brauchen wir jetzt noch und das Orikal und auch den Wein. Ja, den Wein können wir natürlich auch einkaufen, aber wir brauchen ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis wir unsere ganzen Pferdehöfe entsprechend Pferde haben. So, ja komm, dann bauen wir noch einmal schwarzen Marmor. Und dann baue ich noch eine Waffenschmiede oder reichen 2? Ich glaube 2 reichen, oder? Dann baue ich hier noch eine Steinmetzwerkstatt auf. So. Ja, wir haben auch Denkmäler, ein Bevölkerungsdenkmal. Ja, dann warten wir noch ein bisschen, bis wir 2 haben. Den können wir dann hier hinsetzen. Ja, Atlantis schätzt uns mehr. Gerne. So, dieses Bildhaueratelier reiße ich auch ab.
Dann bauen wir tatsächlich hier noch 2 auf. Das baue ich auch ein bisschen anders. Ich baue wieder alles anders hier. So. Und dann... Ja, die Frage ist jetzt, ob wir noch entsprechend weitere Gießereien bauen wollen. Wir müssen unsere Stadt erstmal weiterentwickeln. Und zwar bauen wir jetzt die Universität und entsprechend das Observatorium, was hier hin kann. Allerdings können wir das noch ein bisschen anders machen, weil das Observatorium kann auch hier hin, so, und dann passen hier nämlich noch 2 Parzellen hin. Die können natürlich hier noch entsprechend Parkanlagen bekommen. So, und dann müssen wir es ja auch ein bisschen verschönern mal. Wie immer. So, und hier kommen wir die Säulenreihe hin. Das bauen wir ja immer so. Gut, dann kann sich das jetzt weiterentwickeln. Wir brauchen natürlich auch noch ein paar Mitarbeiter später für die Metallhütten, aber wenn wir hier entsprechend die Pferdehöfe nachher abreißen, haben wir genug. So, hier kann auch ein bisschen Verschönerung durchgeführt werden. Verschönerung, Verschönerung. Das mache ich ja am liebsten. Ja, und jetzt ist das Warenlager pickepacke voll mit Olivenöl. Hier Palanque kauft auch noch schwarzen Marmor und Olivenöl. Dann bauen wir doch noch das Pier von Palanque. Das passt hier hin. Ach, das gefällt mir aber gut hier. Wie schön das alles passt. Nee, das war jetzt nicht gut gewesen mit dem Architekten, oder? Ach, ich hätte nur die Sperre versetzen können. Trottel. So, und dann können wir jetzt hier noch schwarzen Marmor verkaufen. Und Olivenöl. So, jetzt haben wir aber auch kein Bronze mehr. Ich glaube, dieses Warenlager brauchen wir jetzt nicht mehr. Das wird sofort zu unseren Bildhauerateliers und auch Waffenschmieden gebracht. Oder? Ja. 2000 Einwohner in unserer Kolonie. Ich baue noch weitere Gießereien. So, das müsste aber jetzt reichen an Gießereien. Ja, und unser Wohngebiet hat sich perfekt hier entwickelt. Jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt jetzt einwandern. Ja, alles läuft, glaube ich, ziemlich gut, gerade hier in unserer Kolonie. Wir müssen noch weiter Aurikal einkaufen und auch Wein. Da könnten wir jetzt auch welchen mal einkaufen. So, Artium kann uns etwas Wein verkaufen. Wir haben hier jetzt 12. Wir kriegen gleich wieder 6. Dann kaufen wir nochmal 6 ein. So. Jo, wir könnten sogar unser Gewerbegebiet verschönern hier. Auch wieder mit Muschelgärten. Tja. Wunderschön. Dann baue ich jetzt tatsächlich noch eine Waffenschmiede.
Nein, eine Waffenschmiede möchte ich gerne haben. Und hier können wir noch eine Schwarzmarmorwerkstatt bauen. So, und dann sollte das passen. Auch unseren Stadtpalast können wir hier noch verschönern. Hier können wir jetzt mal tatsächlich eine Allee bauen. Ja, das gefällt mir. Neusos, du kannst es doch bestimmt Aurikal geben. Ja, vielen Dank. Ja, wir könnten eigentlich noch mehr Olivenöl verkaufen. Ich glaube, Biminis kauft auch Olivenöl. Ja, da können wir noch einstellen. So, dann kriegen wir auch von Biminis wieder die 6 Amphoren Wein und Coelho zahlt auch seine Wolle, allerdings nur ein Strang. So, Aurikal brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. So, wie sieht es mit den Nahrungsmitteln aus? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Genug für alle. Okay, ja, da kaufen wir jetzt gerade wieder, glaube ich, Seeigel ein. Ja, das sollte passen. Ja. Ja, bei Qualangwe muss ich auch einstellen, dass ich Olivenöl verkaufen möchte. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ich wundere mich schon, dass mein Warenlager hier so brechend voll ist. Gut, jetzt wird es aber auch hier verkauft. Ja, und Neusos gewährt uns nochmal 6 Baren Aurikal. Können wir annehmen, können nur 3 angenommen werden. Egal, wir haben nämlich jetzt die Ressourcen zusammen. Es fehlt uns nur noch ein Pferd. Dann können wir unseren Helden Bellerophon rufen. Ja, und wir sehen, dass wir zu wenig Bronze produzieren, um alle Bildhauerateliers entsprechend zu versorgen. Wir können aber Bronze auch einkaufen. Ja, bei Jem können wir nämlich die Bronze einkaufen. Das machen wir direkt. Dann können wir das hier noch ein bisschen unterstützen. Ja, und mittlerweile haben wir auch die 15 Pferde in der Stadt, um Bellerophon zu rufen. Das machen wir jetzt sofort. Wunderbar. Ja, und ich sehe tatsächlich, wir könnten noch mehr schwarzen Marmor produzieren. Was sollten wir noch machen? Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh ja, das Lohnniveau ist auf hoch, das können wir mal auf normal stellen. Ja, dann können wir auf jeden Fall eine noch bauen. Der große Bellerophon steht zu Diensten. Wunderbar, da ist er nun. Dann kann er sich direkt um dieses Ungeheuer kümmern, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Die Pferdehöfe reißen wir jetzt ab. Und den Weizen brauchen wir jetzt auch nicht mehr einzukaufen. Wir brauchen auch keinen Wein mehr einzukaufen. So, das restliche Aurikal, was wir haben, könnte man verkaufen. Ich weiß aber jetzt nicht, wer Aurikal kauft. Ich glaube, das ist dann doch Atlantis. Ja, man könnte hier noch, glaube ich, ein Pier bauen, wenn wir das wollten. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt tatsächlich nicht. So, und unser Held hat, nachdem er seine Heldenhalle genauestens angeschaut hat und für gut befunden hat, sich auf den Weg, dieses Ungeheuer entsprechend zu töten. Hier ist dieses Kobra-ähnliche Gebilde.
So, und jetzt geht's los. Okay, es ist geschafft. Die Echidna wurde erschlagen. Okay, das war der Name. Gut, das merke ich mir sowieso nicht mehr. Brauche ich auch nicht. Wir können jetzt mit der Produktion von Aurikal beginnen. Das ist nämlich das letzte Ziel, was wir brauchen. 64 Barren müssen wir in einem Jahr produzieren. Okay, wir haben jetzt August. Wir führen den Weg jetzt mal hier. Hoch. So. Gut. Wir haben Arbeitslose, aber das reicht, glaube ich, nicht. So, diesen Architekten können wir abreißen. So, und ich würde jetzt gucken, wie viel Metallhütten bauen wir denn jetzt hier auf? Ich baue mal 5 Stück mit einem entsprechenden Architekten und wir brauchen vor allem jede Menge Warenlager. Ja, das ist mir klar. 32 Einheiten passen hier rein. Okay, das heißt 2 Warenlager voll in einem Jahr. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. So, das Lohnniveau muss, glaube ich, auf hoch gestellt werden. Dann haben wir noch ein bisschen Kapazität für weitere Metallhütten. Ja, so kann es bleiben. Aber wir brauchen hier eine Sperre. Definitiv. Und zwar hier. Dann haben wir noch genug Arbeiter für eine letzte Werkstatt für schwarzen Marmor. So, und dann möchte ich jetzt meine letzten Denkmäler hier versetzen. Okay, Bevölkerungsdenkmal haben wir nur. Nur ein Denkmal, das ist aber schade. Dann bauen wir hier das Planetarium auf mit den Parkanlagen. Ja, und hier können wir eigentlich auch noch eine Verschönerung bauen. Oder bauen wir hier die Straße einmal so rum. Ja, das können wir machen. So. Und dann kann man hier auch noch mal Parkanlagen errichten. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ich finde, wir haben eine ziemlich kompakte Kolonie hier errichtet. Das gefällt mir wirklich gut. Und wir müssen jetzt tatsächlich nur noch warten, ob wir in einem Jahr die 64 Einheiten Aurikal produzieren. Gut, dieses Jahr werden wir es nicht schaffen. So, wir haben Januar, das neue Jahr beginnt. Dieses Warenlager ist ja jetzt schon entsprechend gefüllt. Wir nehmen unsere Tribute an. Ja, und ich würde jetzt Folgendes machen. Dieses Warenlager hier werden wir jetzt nochmal so einstellen, dass Aurikal gefordert wird. Dann können wir hier nochmal die Überproduktion entsprechend einlagern. So, und dann hoffe ich, dass wir jetzt in einem Jahr entsprechend diese Menge an Aurikal auch produzieren können. Warten wir mal ab. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung. Dann kaufen wir doch noch weiter Seeigel bei Ziljów ein. So, und wir können ja Aurikal auch verkaufen, ne? Und zwar hier bei Coelho. Ja, dann
stellen wir doch mal ein, dass wir es ja auch entsprechend verkaufen können. Es geht jetzt nur darum, wie viel wir produzieren können. Ja, und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Jetzt habe ich mein zweites Denkmal. Jetzt habe ich ja die Planetarien gebaut. Naja, dann bauen wir sie hier hin. Ach, wir hatten sogar 3. Ja, das Zufriedenheitsdenkmal. Na, dann machen wir es so. Gut. Ach, ich liebe Verschönerungen. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube ja, ne? Sehr, sehr schön. Ja, wenn wir aber jetzt Orikal auch verkaufen wollen, dann brauchen wir das nicht auf Holen setzen, sondern können das hier tatsächlich annehmen. So, jetzt müsste eigentlich hier entsprechend Orikal in den Pieren auch eingelagert werden. Ja, mittlerweile haben wir Dezember. Ja, und die beiden Warenlager sind fast gefüllt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch Orikal hier rausgenommen wurde für den Export. Ich denke mir mal, dass wir das tatsächlich jetzt geschafft haben, die 64 Waren Orikal in einem Jahr zu produzieren. Ja, und schließen diese Episode damit jetzt erfolgreich hoffentlich ab. Die Purpurinsel wurde ihrem Ruf als gefährlicher wilder Ort durchaus gerecht. Bellerophon war aber manns genug, es mit Echidna aufzunehmen. Nun freut er sich darauf, weitere wilde Bestien der Insel zu zähmen. Durch Bellerophons Anwesenheit können sich die kühnen Siedler ganz darauf konzentrieren, Orikalk abzubauen. Der Orikalk-Vorrat der Insel scheint unerschöpflich, sodass keine Stadt von Atlantis jemals wieder auf dieses Metall verzichten muss. Ja, wir haben genug Metallhütten errichtet, um die 64 Waren Orikal im Jahr zu produzieren und können somit jetzt hier diese Kolonie-Episode abschließen. Für die nächste und auch letzte Episode dieses Abenteuers kehren wir zurück nach Autoch, wo wir uns mit abtrünnigen Königreichen beschäftigen müssen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und freue mich, wenn ihr weiter mit dabei seid. Bis dann, euer Dominus.